Ihr wollt in Aktien investieren. Dann tut ihr gut dran, nicht einfach nach Bauchgefühl irgendeine Aktie zu kaufen, sondern systematisch vorzugehen. Und dabei helfen euch Informationen über das Unternehmen, Finanzkennzahlen und Aktienkennzahlen. Welche gibt's? Was sagen sie aus? Wie setzt ihr sie ein? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. So eine Grundregel beim Investieren, von der wir auch immer sprechen, ist ja nur kaufen, was ihr versteht. Beim Aktienkauf heißt es, ihr solltet wissen, was macht denn die Firma, deren Wertpapier ihr ins Depot legen wollt und wie steht sie da? Also wachsen die Gewinne, ist die Aktie hoch bewertet oder günstig, schüttet das Unternehmen regelmäßig Dividenden aus? Und um sowas rauszufinden, müsst ihr euch jetzt keine aufwendige Recherchearbeit machen, sondern die wichtigsten Kennzahlen und Informationen, die werden zum Beispiel im Scalable Broker übersichtlich angezeigt, wenn ihr auf eine Aktie klickt. Um zu entscheiden, ob eine Aktie ein guter Kauf ist, gibt es eine Reihe von Kennzahlen. Und einige davon, die haben sich als besonders relevant etabliert, beziehungsweise die werden von sehr vielen, darunter auch Fachleuten beim Investieren und Traden genutzt. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da ist zum einen die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert eines Unternehmens. Die Zahl erhält man, wenn man den Aktienkurs mit der Zahl aller ausstehenden Aktien multipliziert. Wenn der Kurs von der Aktie stark steigt oder fällt, dann kann sich also die Marktkapitalisierung auch wesentlich ändern. Was drückt jetzt diese Kennzahl aus? Sie zeigt euch, wie groß ist denn ein Unternehmen überhaupt im Verhältnis zu anderen börsennotierten Firmen. Aktien von Firmen mit hohem Börsenwert, die werden in der Regel auch oft gehandelt. Dadurch sind sie besonders liquide. Anders kann das bei sehr kleinen Firmen sein, die womöglich dazu noch in einer sehr speziellen Nische tätig sind. Firmen mit niedrigem Börsenwert, also sogenannte Small Caps, die sind dafür oft noch jung, manche bieten sehr innovative Dienstleistungen und Produkte an oder sie erschließen gerade ganz neue Märkte. Also solche Firmen, die können auf der anderen Seite eben stark wachsen und auch ihr Aktienkurs kann sich steil entwickeln, oft stärker als der von etablierten Spielern, den sogenannten Large Caps. Und zu bedenken auch die heute größten börsennotierten Unternehmen, die sind in der Regel mal klein gestartet. Also kleine Marktkapitalisierung heißt es nicht automatisch, da sollte man nicht investieren. Wie profitabel ist ein Unternehmen? Ein Eindruck davon, den gibt euch der Gewinn je Aktie. Der Unternehmensgewinn der letzten 12 Monate, ausgehend vom aktuellsten Geschäftsbericht, der wird durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt. Die Kennzahl sagt zunächst mal, ob ein Unternehmen überhaupt Gewinne erwirtschaftet, und beobachtet ihr sie über mehrere Quartale, dann könnt ihr daran ablesen, ob die Profitabilität eher zu- oder abnimmt. Und ihr könnt natürlich mehrere Unternehmen anhand des Gewinns je Aktie vergleichen. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ob jetzt euer bevorzugter E-Autobauer oder doch eher dessen Wettbewerber profitabler ist, dann könnt ihr es am Gewinn je Aktie ablesen. Auf Englisch heißt der Earnings per Share oder, sicher schon mal gesehen, die Abkürzung EPS. Der Gewinn pro Aktie ist übrigens die Grundlage zur Berechnung der nächsten Kennzahl, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV ist eine der bekanntesten Aktienkennzahlen. Man erhält es, wenn man den Kurs je Aktie durch den Gewinn je Aktie der vergangenen 12 Monate teilt. Das KGV drückt aus, in wie vielen Jahren ein Unternehmen seinen Börsenwert erwirtschaftet hätte. Ein hohes KGV zeigt also an, dass am Markt hohe Erwartungen da sind ans künftige Wachstum und die künftigen Erträge. Und die große Frage ist dabei immer, sind diese Erwartungen gerechtfertigt? Je niedriger das KGV ist, umso günstiger ist eine Aktie. Und bei einem hohen KGV kommt oft die Frage auf, ist denn die Aktie überbewertet? Und das könnte dann bei sinkenden Wachstumserwartungen, bei einer wirtschaftlichen Eintrübung oder wenn die Zinsen stark steigen, dazu führen, dass irgendwann der Aktienkurs stark fällt. Aber eine harte Grenze, was ist jetzt ein hohes oder niedriges KGV, die lässt sich so einfach nicht ziehen. Eine Einschätzung gibt euch natürlich der Vergleich mit anderen Firmen aus derselben Branche. Also wenn ihr zum Beispiel die KGVs von mehreren Autobauern, Konsumgüterherstellern oder IT-Firmen euch anschaut. KBV, noch so eine Abkürzung, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Buchwert je Aktie der vergangenen 12 Monate. Zu dem Buchwert gehören alle Vermögenswerte eines Unternehmens, Maschinen, Lagerbestände oder auch die Gebäude, abzüglich der Verbindlichkeiten, also zum Beispiel laufender Kredite. Der Buchwert, der geht aus der Bilanz im Geschäftsbericht eines Unternehmens hervor.
Und mit dem KBV kann man die wirtschaftliche Stabilität eines Unternehmens einschätzen. Je niedriger das KBV, desto günstiger die Aktie. Bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 ist der Marktwert an der Börse genauso hoch wie der Buchwert des Unternehmens. Also würde man die Firma jetzt liquidieren, alle materiellen Vermögenswerte verkaufen, dann erhielte man so viel, wie das Unternehmen derzeit an der Börse wert ist. Mit dem KBV könnt ihr am besten Firmen aus derselben Branche vergleichen. Warum? Maschinenbauer zum Beispiel haben ja viel mehr materielle Vermögenswerte im Schnitt als zum Beispiel Softwarefirmen. Viele Firmen schütten ja einen Teil ihrer Gewinne als Dividende aus. In dem Fall ist auch ein Blick auf die Dividendenrendite interessant. Wie wird die berechnet? Die Dividenden je Aktie der vergangenen 12 Monate werden durch den Aktienkurs geteilt. Und diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des Aktienkurses wird denn ausgezahlt. So, jetzt könntet ihr auf den ersten Blick sagen, ja, je höher die Dividendenrendite, umso mehr Gewinn bekomme ich ausgeschüttet, also umso besser. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Die Aussagekraft der Dividendenrendite ist nämlich trügerisch. Vielleicht seid ihr ja scharf auf Ausschüttungen und findet deshalb eine hohe Dividende gut. Doch eine hohe Dividendenrendite, die sich ja immer auf den jüngsten Aktienkurs bezieht, die muss kein gutes Zeichen sein. Sie kann nämlich auch zustande kommen, wenn der Aktienkurs zuletzt stark gesunken ist. Und umgekehrt muss eine niedrige Dividendenrendite kein schlechtes Zeichen sein. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen den Großteil der Gewinne zur Expansion oder in die Forschung investiert, statt ihn auszuschütten. Daher gilt hier, eine solche Kennzahl ist immer im Kontext zu betrachten und zu interpretieren. Das Einjahresbeta, diese Kennzahl ist vielleicht erstmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Sie gibt an, wie sich der Kurs einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt bewegt. Der Gesamtmarkt, das ist ein Aktienindex, für deutsche Aktien zum Beispiel der DAX. Die Tagesschlusskurse der letzten 12 Monate für die Aktie und den Index werden miteinander verglichen. Und wenn das Beta über 1 liegt, dann schwankt der Kurs der Aktie stärker als der des Index. Das Wertpapier ist also riskanter als der Referenzmarkt. Ein Wert unter 1 zeigt an, dass eine Aktie weniger stark schwankt als der Gesamtmarkt. Auch das kann natürlich vorkommen. Der Gesamtmarkt ist ja letztlich der Durchschnitt, sowas wie der Durchschnitt aller dort vertretenen Aktien. Was sagt es jetzt aus, wenn das Beta negativ ist? Ja, dann bewegt sich der Kurs einer Aktie gegenläufig zum Markt. Also geht der Index nach oben, dann fällt der Aktienkurs oder umgekehrt. Wichtig bei der Interpretation des Beta ist immer, diese Kennzahl kann sich laufend ändern. Was ihr wahrscheinlich zum größten Teil in eurer Freizeit macht, das machen bei Banken und Brokern sehr viele Expertinnen und Experten im Hauptberuf. Sie beobachten Firmen und deren Entwicklung an der Börse und sie untersuchen und bewerten, was da so vor sich geht. Und diese Analystinnen und Analysten, die geben ein Ziel aus, wohin wird sich der Preis der Aktie in der nächsten Zeit bewegen. Das ist das sogenannte Kursziel. Der Zeithorizont dabei liegt hier bei bis zu 18 Monaten. Im Scalable Broker wird hier immer ein Durchschnittswert angegeben. Außerdem geben die Analystinnen und Analysten eine Empfehlung ab, ob sie zum Kauf, zum Halten oder zum Verkauf einer Aktie raten. So, und auch wenn diese Leute Profis sind, ihr solltet ihre Einschätzung nicht 1:1 als Empfehlung verstehen und blind danach handeln, sondern auch das bitte nur als eine Information von mehreren sehen, um euch ein eigenes Urteil zu bilden. Und am Ende könnt ihr euch mit eurer Einschätzung natürlich auch gegen die vorherrschende Analystenmeinung positionieren. Dividenden sind ja für viele eine anfangs meist kleine, aber über die Jahre womöglich wachsende Quelle von zusätzlichen Einnahmen. Und das ist ein Grund, sich die Ausschüttungen der Vorjahre auch mal anzugucken. Hat ein Unternehmen bisher regelmäßig einen Teil seiner Gewinne ausgeschüttet, vielleicht wird es das ja auch weiterhin tun. Ein zweiter Grund für einen Blick auf die Ausschüttungen ist, wenn ein Unternehmen zuverlässig Dividenden zahlt und diese sogar immer wieder erhöht, dann kann das ein Hinweis auf ein gesundes Unternehmen sein. Wenn ihr euch die Dividenden im Scalable Broker anschaut, dann ist immer der gezahlte Betrag je Aktie für die vergangenen 3 Jahre und gegebenenfalls eine Schätzung für das noch nicht abgeschlossene Geschäftsjahr angegeben. Und die basiert dann auf Analystenmeinungen. Vor allem US-Firmen zahlen ja Dividenden oft quartalsweise und in dem Fall sind die Beträge immer aufs ganze Jahr aufsummiert. Wirtschaftet ein Unternehmen erfolgreich? Erste Antworten:
geben natürlich der Blick auf Umsatz und Gewinn. Wenn der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, konnte das Unternehmen offenbar sein Geschäft ausweiten. Und wenn es Gewinn macht, heißt es, unterm Strich bleibt was übrig und die Firma macht nicht nur neue Schulden. Noch besser ist es natürlich, wenn der Gewinn gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Die Gewinnmarge, die gibt in Prozent an, wie viel vom Umsatz bleibt als Gewinn übrig. Und zwar nach Abzügen wie zum Beispiel Steuern. Grundsätzlich ist natürlich auch hier umso besser, je höher Gewinn und Gewinnmarge sind. Allerdings, es muss jetzt nicht immer ein Ausschlusskriterium für den Kauf einer Aktie sein, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne schreibt. Es gibt ja sogenannte Wachstums- oder Growth-Unternehmen, die viel in die Expansion ihres Geschäfts investieren, in Marketing, Produktentwicklung, Ausbau der Produktion über den Globus hinweg. Und das tun solche Firmen natürlich, um in der Zukunft Gewinn zu machen. In so einem Fall gilt, ihr müsst euch selbst ein Gesamtbild verschaffen und selber entscheiden. Glaubt ihr jetzt an das Geschäftsmodell? Erwartet ihr, dass die Firma damit in Zukunft Erfolg haben und mal Geld verdienen wird? Auch das ist ein Beispiel, an dem deutlich wird, eine Kennzahl allein, die sagt meistens wenig aus. Klingt selbstverständlich, trotzdem ist noch eine Erwähnung wert. Was stellt ein Unternehmen eigentlich her? Welche Dienstleistungen bietet es an? Gehört es zu einer Zukunftsbranche oder einem Wirtschaftszweig im Niedergang? Und hat es seinen Sitz in einer wirtschaftlich stabilen Region? Auch darüber sollte man sich ein grobes Bild verschaffen, denn auch diese Angaben können bei der Einschätzung helfen, könnte ein Investment wohl Erfolg versprechen. Ihr solltet jetzt etwas schlauer sein. Welche Kennzahlen gibt es? Wie werden sie berechnet? Was sagen sie aus? Und wie setzt ihr sie zur Aktienanalyse ein? Es sollte klar geworden sein, die Aussagekraft von einer einzelnen Kennzahl, die ist immer begrenzt. Schaut euch immer die verschiedenen Werte im Zusammenhang an, verfolgt darüber hinaus Nachrichten über Unternehmen und schaut vielleicht selber mal auf eine Investor Relations Webseite in den Geschäftsbericht. Und dann zieht eure eigenen Schlüsse. Das kann euch niemand abnehmen. Am Ende entscheidet ihr, worin investiert ihr, haltet ihr eine Aktie oder verkauft ihr sie wieder? Falls letzteres natürlich hoffentlich mit Gewinn. Ich wünsche viel Erfolg dabei.